Hallo zusammen, wir sind hier bei Bayer 04. Ich denke, ihr habt schon einige Videos von unseren Tests gesehen, die wir hier durchführen in der Leistungsdiagnostik. Heute begleiten wir euch da ein bisschen detaillierter durch. Mein Name ist Malte Krüger, ich bin verantwortlich für Sportwissenschaft und Athletik hier und Noah ist so freundlich, uns heute Modell zu stehen und uns durch die Tests zu begleiten. Hello everybody, it's Noah Mbamba here. I'm with Malte. It's the first time for me doing the physical test and I'm excited to do it with you guys. Bei den ersten Stationen, bei den ersten Tests geht es in erster Linie darum, die ärztlichen Untersuchungen durchzuführen. Also darum festzustellen, dass der Spieler gesund ist, dass er keine orthopädischen Beschwerden hat, dass seine Organe gesund sind, keine Krankheiten. Dafür haben wir verschiedene Screenings, die Ärzte hier mit den Spielern durchführen. Eine Blutabnahme ist mit dabei, eine Lungenfunktionsdiagnostik, ein Ultraschall der Organe und eine orthopädische Untersuchung. Das ist jetzt ein Ruhe-EKG, das wird gleich gefolgt von einem Belastungs-EKG. Da geht es darum, die Herztöne abzuleiten und die kardiale Gesundheit festzustellen, also ob das Herz-Kreislauf-System soweit einwandfrei funktioniert. Jetzt machen wir weiter mit dem Zahnarzt. Der Zahnarzt, wir machen einen zahnärztlichen Check mit allen Spielern. Da geht es in erster Linie darum, dass man weiß, dass viele Infektionen im Mund- und Rachenraum entstehen. Das kann sich auch negativ auf die Muskulatur und auf die Verletzungsanfälligkeit auswirken und das wollen wir einfach ausschließen. Ja, kein Problem, sehr gut. Nächste Station macht der Noah jetzt einen Sehtest. Da geht es in erster Linie darum zu beurteilen, ob er Probleme hat mit der Nah- oder Fernsicht, ob er eine rot-grün Sehschwäche hat oder ähnliches. Das ist natürlich wichtig, weil er die Augen natürlich fürs Spielen braucht, ob er hier eine Sehhilfe benötigt oder nicht. Was wir hier jetzt kurz machen, ist nur ein kurzes Warm-up, eine kurze Aktivierung, dass die Muskulatur warm ist, gut durchblutet ist, bevor wir wieder oben in der Werkstatt mit den funktionellen Tests weitermachen. Wir fahren jetzt nach oben wieder zurück in die Werkstatt. Da machen wir mit den funktionellen Tests weiter. Wir haben Balance-Tests dabei und zusätzlich noch einen Hüftkrafttest und am Ende die Ausdauer. Das wird mit Sicherheit das Anstrengendste. Okay? It's good, I feel good. The tests are good. It's my first time and I really like it. Now up to the functional test. You like it? The intensive one, we're there yet. So they're coming. They're coming. So what do you expect now? To sweat a lot. I think you're right. Not in the beginning, but in the end for sure. At the end. I don't start with running. No, running is the end because afterwards you can't do anything else. Yeah, really? Sure. Ready? Nice. Ja, fertig. Bei Ben Gleich hier vorne. Kennst du? Ja. Das, was Noah jetzt als nächstes absolviert, ist der sogenannte Y-Balance-Test. Da geht es darum, das Gleichgewicht zu halten und möglichst flexibel zu sein. Und ob er das seitengleich hinbekommt, das wollen wir hier überprüfen. Je weiter er die wegschieben kann, ohne die Ferse anzuheben, desto besser. Ist ein Zeichen für die
Beweglichkeit des Sprunggelenks, Dinge, die wichtig sind für einen Fußballer, weil das Sprunggelenk normalerweise sehr steif ist. Und das sind auch Tests, die wir dann verwenden können für die Aktivierung, für das athletische Training rings um das eigentliche Fußballtraining. Nur als nächstes machen wir weiter mit der Hüftkraft. Die Hüftkraft ist ein sehr wichtiger Test für uns, weil gerade die Leistengegend bei Fußballern häufig sehr sensibel ist. Und gerade hier kann man präventiv sehr gut dagegen arbeiten im athletischen Training. Deswegen ist das für uns ein sehr aussagekräftiger Test, wie gut die Rumpfkraft ist und ob der Spieler da Probleme hat. Okay, beide Seiten gleichzeitig so fest prüfen. Fertig machen. Wir testen hier in 4 Bewegungsrichtungen die Hüftabduktion, die Adduktion, die Hüftflexion und die Extension. Also 4 Bewegungsrichtungen und es geht darum zu schauen, wie hoch ist das gesamte Maximalniveau seiner Kraft und auch hat er eine Disbalance zwischen links und rechts oder Probleme und Schmerzen bei den Bewegungen. Was der Noah jetzt hier macht, ist der FMS-Test, der Functional Movement Screen. Dabei geht es auch darum, verschiedene Bewegungsmuster durchzuführen, möglichst sauber. Und wir können sehen, ob der Spieler Bewegungseinschränkungen hat, ob er an irgendetwas besonders arbeiten muss in der Flexibilität, in der Rumpfkraft, in der Beweglichkeit. Follow me. Laufen. Wir haben zu laufen. I need to run full, so all out. I think it's going to be difficult, but no, I have the mental for it, so I will do my best and yeah, give it all. Der letzte Test, den Noah jetzt machen muss, ist der sogenannte Ausdauertest. Er läuft hier einen Stufentest auf dem Laufband, so lange bis er nicht mehr kann, also bis zur individuellen Ausbelastung. Ist für die Spieler sehr anstrengend, mögen sie natürlich nicht so gerne, aber gibt uns sehr viele Informationen. Wir messen die Herzfrequenz, wir messen die Sauerstoffaufnahme, also wie viel Sauerstoff ist der Spieler in der Lage maximal aufzunehmen und dazu die Laktatkonzentration über die verschiedenen Stufen. Das erlaubt uns insgesamt einzuschätzen, wie gut die allgemeine Ausdauerleistungsfähigkeit des Spielers ist. It was intense, no? Yeah. Yeah, I told you would sweat a lot in the end. It's finished now, yeah? Yeah, it was the final test, but the results at first glance, they are really good. Really good? Good impression on all the functional tests and also the endurance one was really good. We will have to do the deeper analysis on this to analysis. Yeah, the data a little bit more in detail. But as I said, at first glance, very nice. Okay. Thank you, Martin. Yeah, thank you, Noah. Okay. Thank you for joining us. Thank you for joining us. I hope you enjoyed. I did. So yeah, see you on the pitch.